Für wen ist das Video gedacht? Kameraden, die Driftsport betreiben. So sieht das aus, wenn man das aufbaut. So, hinten und so vorne. Wer so ein langes Getriebe hat wie ich im Kopf, muss das Ganze ein bisschen am Modell angucken. Wir gucken uns das gemeinsam jetzt an. Merkt ihr das? Hatte sie 6, ist sie konvex? Herzlich willkommen in Deutschland. In diesem Video werden wir lernen, wie wir Achse vermessen, und zwar mit einfachen Hilfsmitteln. Dabei werden wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und die ganzen Carporn, Special-Mesh-Effekte weglassen. Für wen ist das Video gedacht? Kameraden, die Driftsport betreiben, Track fahren und so weiter und so fort. Wenn ich von einfachen Hilfsmitteln spreche, dann meine ich das auch den Kameraden. Wie ihr seht, ich bin bei meinem Opa in der Garage. Der Boden hier ist kacke, die Bedingungen sind kacke. Was brauchen wir? 4 Unterstellböcke für Automobile. 2 Meter Profile. Muss nicht unbedingt aus Zeit von Deutscher Reichsmark sein. 0,5 mm dicke Anglerschnur. Ich habe in meinem Fall rote genommen, weil rote sieht man gleich geiler, seht ihr gleich. Warum? 4 große Schrauben, die uns als Gewichte dienen. Einen einigermaßen geraden Boden, der vor allem in Fahrzeugquerrichtung nicht kippen sollte, also sozusagen. In unserem Fall ist der Boden semi-optimal, weil in dieser Garage hat sich der Belag befunden für längere Zeit an verschiedenen Stellen, deswegen ist der Boden überall ein bisschen abgesagt. Aber wir finden trotzdem ein Mittel, um das Ganze auszugleichen. Okay, Kameraden, was gibt es zu beachten bei einer Spurvermessung? Natürlich muss das Lenkrad gerade stehen. Wir fixieren das Lenkrad, einen Bremsspanner. Wir natürlich das ganze Auto unten drunter einstellen, Spurstangen aufdrehen, lösen, bla 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 und so weiter und so fort. Kann sich die ganze Karre nach vorne, nach hinten bewegen, so sieht es aus. Das Ganze könnt ihr günstig auf eBay schießen, eBay Kleinanzeigen. Tür zu, lasst euch nicht irritieren von den Felgen. Zum reinen Vermessen kann das Auto komplett auf dem Boden stehen. Aber wenn ihr natürlich was einstellen möchtet, benötigt ihr eine gewisse Bodenfreiheit, sodass ihr überhaupt in das Auto kommen könnt. Die Kameraden, die eine Grube oder eine Hebebühne haben, ihr habt Jackpot. Ansonsten müsst ihr wie in meinem Fall einfach irgendwelche Felgen nehmen, die ihr nicht mehr braucht. Die sollten schon mindestens 7 Zoll breit sein, dass man überhaupt unter das Auto kommt, dass es eine gewisse Bodenfreiheit gibt. Und natürlich diese Dreh- und Schwimmplatten. Die sind dazu gedacht, dass das Rad beim Einstellen von Sturz und Spur keinen Widerstand hat und sozusagen einfach gleiten kann. Ihr könnt natürlich im Notfall auch einfach auf der Felge das Ganze machen, das verfälscht die Werte, aber im Notfall ist das auch noch vollkommen ausreichend. Natürlich müssen alle 4 Felgen, Reifen, Kombinationen gleich sein, weil ansonsten steht das Auto dann schief. Okay, ich hoffe, ich muss jetzt natürlich nicht sagen, dass ihr den Luftdruck anpassen solltet, dass der Tank so sein sollte, wie ihr am besten das Rennen fahrt. So sieht das aus, wenn man das aufbaut. So, hinten und so vorne. Wie bauen wir unser Schnurgerüst auf? Ganz wichtig, dass ihr dabei einen Abstand wählt mit der Schnur, dass die Schnur nicht am Reifen oder an der Felge anliegt. Dennoch sollte die Schnur möglichst nah am Reifen oder an der Felge anliegen. Also ich würde jetzt nicht sagen, mehr wie 2 oder 3 Zentimeter sollte das Ganze nicht entfernt sein. Je näher an der Felge seid, umso einfacher ermöglicht es euch, das Ganze abzulesen. Ihr müsst schauen, dass das Seil nach Möglichkeit exakt durch die Radnabenmitte verläuft. Da müsst ihr halt kreativ sein, mit irgendwelchen Platten, Abständen arbeiten und das Ganze erhöhen auf der einen Seite oder absenken. Da habe ich einfach Backsteine genommen. Es ist exakt die Radnabenmitte. Übrigens, das ganze Prinzip mit dem Schnurgerüst wird genauso im Motorsport professionell gemacht, und zwar so. Wer so ein langes Getriebe hat wie ich im Kopf, muss das Ganze ein bisschen am Modell angucken. Wir gucken uns das gemeinsam jetzt an. So sieht das Ganze am Modell aus. Das ist echtes Modell, das ist künstliches Modell. Wie ihr aber seht, steht das Auto nicht exakt im Rechteck. Wie richten wir das Ganze aus? Man kann die Stäbe nach rechts, nach links bewegen. Das Ganze zu vereinfachen, habe ich hier solche Rollen reingebaut. Was wir benötigen, ist ein Rechteck exakt um das Auto. Wie bekommen wir ein exaktes Rechteck um das Auto drumherum? Das bekommen wir hin, indem wir exakte Abstände überall messen. In meinem Fall sind es 12 cm. Das bedeutet, dass ihr überall eine Kerbe bei 12 cm Abstand machen müsst. Das ist, um ehrlich zu sein, auch der schwierigste Part bei der ganzen Geschichte gewesen, diese Kerben reinzumachen, dass die exakt zueinander fluchten. Sollten die nicht fluchten, macht ihr Folgendes. Ihr nehmt ein Stück Panzertape und fixiert das Seil exakt bei 12 cm Abstand mit dem Panzertape. Dann bleibt es auch so. Müssen wir schauen, dass wir das Ganze ausrichten, und zwar parallel zueinander und gemessen von den Radnabenmitten. Das Ganze machen wir, indem wir das Schnurgerüst nach rechts oder links bewegen. Wir benötigen einen Zollstock und wir bestimmen den Abstand von der Radnabenmitte zum Seil. Und das überall an jedem Rad. So, noch ein Tipp von mir, das sind Motorsportfelgen und hier ist normalerweise so ein Käppchen. Wenn ihr solche Felgenkappen habt,
Steckt die am besten raus, weil die haben Spiel und verfälschen natürlich die ganzen Werte. Ich habe das Käppchen rausgemacht und mir was gebastelt. Und zwar so eine Adapterplatte. Das ist einfach aus 2 Druckstücken. Die kann man dann exakt in das Felgenloch einstecken und somit auch den Abstand besser messen. Also ich nehme ein Blatt Papier. Vorne links. Und jetzt misst ihr überall die Abstände von der Felgenmitte bzw. Radnabenmitte. 14. Hinten links. 8,5 vorne links. 17,5 vorne rechts. 58 hinten rechts. So, jetzt addieren wir einfach die Werte. Okay, jetzt haben wir den Abstand auf jeden Fall hier ermittelt. Das heißt, das linke Seil und das rechte Seil vorne 13 mm Abstand zueinander haben und hinten 36 mm, damit die beide gleich parallel nebeneinander laufen. Jetzt muss man das Schnurgerüst so schieben, dass wir auf jeder Seite vorne 13 mm haben und hinten 36. Wenn ihr natürlich so einen krummen Wert habt wie 8,5 und 17,5, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr das Seil rechts rüber schiebt und hier 8 mm habt und hier 18. Das heißt, wir bewegen es so und messen dann nochmal die Abstände. Am besten holt ihr euch dazu einen Kameraden, dann geht es einfacher. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr zum Schnurgerüst ganz sanft seid und bloß nicht gegenkommen oder berühren. Sonst ist die ganze Arbeit für den Arsch und ihr könnt das Ganze nochmal neu machen. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Spurvermessung. Und zwar werden wir den Felgenhorn vorne und hinten jeweils an jeder Seite messen. Wir fangen vorne links an, setzen den Zollstock direkt unter das Seil und wir haben einen Wert von 10 mm. Das ist vorne links, Felgenhorn vorne. 10. Vorne links, Felgenhorn hinten ist bei uns bei 12,5 mm. Das gleiche macht ihr natürlich an den anderen Seiten auch. Erklärung zu den Messwerten, die wir ermittelt haben. Der Abstand vom vorderen Felgenhorn kleiner ist, habt ihr immer eine Nachspur. Wenn er 0 ist, habt ihr Spur 0. Und wenn der Abstand vom vorderen Felgenhorn größer ist wie vom hinteren, habt ihr immer eine Vorspur. Beispiel, hinten rechts haben wir am vorderen Felgenhorn 35 mm Abstand zum Seil und am hinteren Felgenhorn haben wir 34 mm. Somit haben wir 1 mm Vorspur. Wer das Ganze gerne in Winkelminuten haben möchte, für den blende ich folgende Tabelle ein. Ach so, fast verrafft, Thema Sturz. Ihr nehmt einfach ein Stahl- oder ein Aluprofil. Die sollten natürlich exakt gerade sein. Das Problem ist, dass die Felge meistens konvex oder konkav ist. In meinem Fall ist sie konvex, also nach außen gewölbt. Merkt ihr das? Ist sie konvex und das andere ist halt konkav. Da die Felge konvex ist, kann man das Profil nicht direkt an die Felge anlegen. Man stößt an, habe ich einfach solche Abstände gebaut auf den Abstand des Felgenhorns, sodass man exakt am Felgenhorn anliegt. Mit diesen Schrauben hier. So, dann braucht ihr eigentlich nur eine Wasserwaage. Dann befestigt ihr die Wasserwaage mit Kabelbindern das Profil. Und wir brauchen eine Libelle, so dass das Ganze in der Waage ist. Das Profil muss exakt durch die Radnabenmitte verlaufen. Dann könnt ihr hier eine Markierung machen. Jetzt benötigen wir einfach euer Handy. Es gibt eine App, die heißt Winkelmesser. Das Geile an der App ist, ihr könnt im Prinzip schiefe Ebenen, wie zum Beispiel Boden oder diese Drehplatte, ausgleichen. Wir haben jetzt 0,3 Grad Abweichung. Und wir kalibrieren das einfach auf diese Drehplatte. So, jetzt sagt es, okay, das ist exakt gerade, obwohl die Drehplatte nach links geneigt ist. Die Genauigkeit hängt natürlich nur von eurem Beschleunigungssensor im Handy ab. Also wenn ihr ein gutes Handy habt, habt ihr dementsprechend bessere Werte. Wenn ihr ein altes Handy habt, habt ihr beschissene Werte. Aber es ist vollkommen ausreichend, um den Sturz genau genug einzustellen. Um den Sturz möglichst genau abzulesen, muss das Aluprofil möglichst vertikal die Narbe zerschneiden und die Libelle exakt horizontal ausgerichtet sein. Die Winkelmesser-App hat eine Nullstellung. Die markiert ihr exakt auch auf der Narbenmitte. Jetzt legt ihr euer Smartphone dran und seht, okay, wir haben 3,6 Grad negativen Sturz. Warum negativ? Ihr könnt das ganz einfach sehen, so ist negativ und so ist positiv. Grundsätzlich stellt man zuerst immer den Sturz der Hinterachse ein, dann die Spur der Hinterachse, anschließend den Sturz der Vorderachse und dann die Spur ebenfalls der Vorderachse. Natürlich wird das Ganze nicht eine Messbühne für 20.000 € ersetzen. Aber das Ganze ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch zu Hause mit so viel Zeit einstellen, wie ihr benötigt. Es kostet euch nichts. Ihr könnt so viel Zeit reinstecken, das Ganze optimieren. Wenn ihr das Prinzip verstanden habt, könnt ihr mega genau messen. Ich hoffe, unser Wissen konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis bald.